Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Res Publica lässt euch die Sims im alten Rom spielen, die Siedler-Alternative Settle and Battle erschienen, neuer GTA 6 Trailer zeigt deutlich mehr Details, neues Material zu Red Chaos, weiterer Hinweis auf Half-Life 3 und damit ein frohes und erfolgreiches Jahr 2025 an euch alle. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, welcher euch Videospiele in aller Regelmäßigkeit günstiger anbieten kann. Dazu aber gleich noch mehr, inklusive Kaufempfehlung. Latium, 150 vor Christus. Willkommen in der Römischen Republik. Solo-Devs sind immer mehr im Kommen, wie auch Benjamin Meyer beweist, der aktuell an Res Publica arbeitet, welches ganz grob ein Die Sims im alten Rom werden könnte. Res Publica soll dabei ein innovativer Mix aus Städtebau und Lebenssimulation werden, welches den eigenen Charakter im Jahr 140 v. Chr. durch Rom streifen lässt. Gesehen, die besser leben. Wie dem auch sei. So baut ihr eure eigene Villa für eure Familie auf, besucht die Gladiatorenspiele im Kolosseum und kümmert euch auch um die Stadtentwicklung. Später sollt ihr euch dann auch der Legion anschließen können und schlussendlich eine politische Karriere im Senat anstreben. Sobald wir näher in Richtung Release kommen, schauen wir dann nochmal genauer drauf. Res Publica. Dein Weg vom einfachen Plebejer zum mächtigen Konsul Roms. Willkommen in deinem neuen römischen Leben. Bereits seit dem 3. Januar könnt ihr Settle and Battle auf Steam erwerben. Das ebenfalls von einem Solo-Dev entwickelte Aufbau-Strategiespiel orientiert sich ganz klar an die Siedler 4, was somit auch ganz klar die Zielgruppe absteckt. Siedler-Veteranen fühlen sich hier also sofort zu Hause und wissen ganz genau, was zu tun ist. Dass sich hier ein Blick lohnt, habe ich euch bereits in meinem Testvideo Mitte Dezember gezeigt, welches ich gerne nochmal oben im i verlinke. Da das Spiel mit deutlich unter 10 € auch richtig günstig ist, könnt ihr hier ohnehin nichts falsch machen. Und das führt uns wie immer zu Instant Gaming. Bei meinem Partner könnt ihr Videospiele in aller Regelmäßigkeit günstiger erwerben, wie auf den Hauptplattformen wie dem Nintendo eShop oder dem PlayStation Store. Empfehlen möchte ich euch heute Worshippers of Cthulhu für 13 € zuzüglich Mehrwertsteuer, in welchem ihr ganz Anno-like eine Stadt am Abgrund zur Hölle entstehen lassen müsst und euch dabei als Führer eines Kultes zusätzlich mit den Kreaturen der Endzeit aus der Hölle auseinandersetzen müsst, was wirklich mal in diesem Genre was völlig anderes ist. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal hier zusätzlich massiv. Auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr das Angebot so gut nutzt. Die wenigsten dürfen es mitbekommen haben, aber zum Jahreswechsel ist tatsächlich ein neuer GTA 6 Trailer erschienen. Dabei ist neu natürlich nicht ganz richtig, da es im Prinzip der alte Trailer war, der aber nun in deutlich höherer Auflösung zur Verfügung steht und dabei die wahre Grafikqualität von GTA 6 präsentiert, die jetzt schon eher nach Next Gen aussieht, wie einige Vergleichsbilder beweisen. So kann man in Gesichtern teils wesentlich mehr Feinheiten erkennen, wie etwa bei der Behaarung oder Unregelmäßigkeiten. Sogar ein möglicherweise für das Gameplay relevantes Detail ist zu sehen: an einer Stelle sitzen Figuren auf Motorhauben, was es in älteren GTA-Spielen so noch nicht gab. Interessant sind auch besser lesbare kleine Schriften. Auf einem T-Shirt etwa sind unter der Überschrift Dolls of Destruction mehrere Städte aus GTA aufgeführt, also Liberty City, Los Santos und so weiter. Aber Achtung, es ist nicht klar, ob das Video in-game aus der hauseigenen Rage Engine gerendert wurde und somit repräsentativ ist. Es sieht aber danach aus. Constructing. Auch zum Tempest Rising-Konkurrenten Red Chaos gibt es neues Material. In einem 22 Minuten langen Gameplay-Video, welches auf dem Kanal von Rockets Rain hochgeladen wurde, könnt ihr ein komplettes 2 gegen 2 Match begutachten, welches den aktuellen Entwicklungsstand wiedergeben soll, wie mir von den Devs mitgeteilt wurde.
In Red Chaos District Order kämpfen die letzten Überlebenden des Dritten Weltkriegs um einen kleinen, noch verbleibenden bewohnbaren Bereich der Erde. Diese Zone wird unter der Führung der Iron Hand geleitet, die dem stetigen Strom an weiteren Flüchtlingen mit Gewalt begegnen, sodass sich diese unter dem Banner der Resistance formieren und so die Ausgangssituation des RTS bieten. Bereits vor einem Jahr habe ich euch ein Preview-Video zum Titel mit allen bekannten Infos erstellt. Auch das wie gehabt oben im i und dann durchaus ab damit auf eure Steam-Wishlist. Destruction wave starts in 3, 2, 1. Fire. Unit lost. Abschließen tun wir den ersten Wochenrückblick 2025 dann mit Half-Life 3. Die Faktenlage ist weiterhin dünn, die Gerüchteküche dafür umso heißer, weswegen wir vermeintliche Leaks und andere Infos zu Gordon Freemans dritter Reise bereits öfter die letzten Wochen in den News hatten. Nach einem erneuten Leak Mitte Dezember, nachdem sich Half-Life 3 bereits im aktiven Playtest befinden soll, hat sich nun auch pünktlich zum Jahreswechsel der Synchronsprecher des G-Man, Mike Shapiro, mit einer Sprachnachricht auf X zu Wort gemeldet. Another year already. Good to see and hear from so many of you. May the next quarter century deliver as many unexpected surprises as did the millennium's first. And again, time is fluid, like music. See you in the new year. In seiner Nachricht erklärt er recht offen, dass man in diesem Jahr mehr von ihm, also dem G-Man, hören wird und setzt dazu die Hashtags Half-Life, Valve, G-Man und 2025 unter seinen Post, womit eigentlich alles klar sein sollte, falls er uns nicht einfach nur ganz hart trollen möchte. Wie dem auch sei, das Jahr 2025 hat gerade erst angefangen und verspricht ganz groß für Gamer zu werden. Denn neben GTA 6 und Half-Life 3 erwartet uns ja auch nichts Geringeres als Anno 117 und damit kratzen wir wahrscheinlich erst an der Spitze des Eisbergs. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Wer mag, darf sich gerne schon für die LAN-Party im November anmelden. Für mehr News gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und ja, dann sehen wir uns kommende Woche wieder hier.